So Freunde, heute mache ich mich hier vielleicht ein bisschen unbeliebt, aber ich will euch heute mal 10 Düfte vorstellen, die ich mir Stand jetzt nicht nochmal kaufen würde. Einige kamen sogar schon in den Videos hier vor, was zeigt, dass die Düfte nicht alle schlecht sind. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum ich die trotzdem kein zweites Mal kaufen würde. Das klären wir gleich. Erstmal sage ich herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's spitze. Ich war heute beim Sport und vielleicht könnt ihr mich bald nackt auf TikTok bestaunen. Ich bin da nämlich aus der Dusche gekommen, ja, habe mich da abgerubbelt wie so ein alter Holzmichel. Und dann haben da so ein paar 14-jährige Kiddies, haben da abgepostet und Videos für TikTok gemacht. Ja, und da stehe ich jetzt im Hintergrund, so halb angezogen. Aber gut, vielleicht haben die das auch gemerkt. Ansonsten nehme ich das einfach als Chance für einen zweiten Karriereweg. Wer weiß, was daraus erwächst. Ich kann es euch nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir, bevor wir jetzt hier anfangen, einmal uns einigen müssen, worum es hier heute geht. Wie gesagt, es gibt Düfte, die werde ich euch vorstellen, die ich tatsächlich einfach nicht so gerne mag. Also es gibt ein bisschen Kritik, ein bisschen Gestänke, aber subjektiv ist meine Meinung. Also wenn ihr den Duft super findet, fühlt euch nicht angegriffen. Jeder Duft kann jedem gefallen. Es geht ja jetzt hier nur um meine Meinung. Und andere gibt es, die würde ich einfach nicht mehr kaufen, weil es da Gründe für gibt, die aber nichts damit zu tun haben, dass der Duft schlecht ist oder so. Also das werden wir, wie gesagt, gleich alles klären. Let's agree to disagree. Ja? Wenn wir uns heute nicht einig sind, abonniert den Kanal trotzdem, dann sind wir uns im nächsten Video wieder einig. Ich will hier keinen Stress, will, dass wir ein bisschen Spaß zusammen haben. Da gehört es auch mal dazu, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Der erste Duft, den ich euch heute zeigen möchte, ist der Fiore d'Ambra von Profumum Roma. Und das erste, was hier nervt, ist, dass es erstmal gar kein Ambra-Duft ist, sondern ein Amber-Duft. Ich finde den Namen so ein bisschen misleading. Und ein besonders schöner noch dazu. Es ist ein sehr würziger, ein bisschen herber, so mit Schlafmohn, Opium, vielleicht sogar so ein bisschen oldschoolig, seifiger Duft. Viele sagen auch, der wäre animalisch oder fäkal. Also ich weiß nicht, wie deren Fäkalien riechen. Ich finde, das ist ein warmer, eleganter, bisschen seifiger, bisschen traditioneller Amberduft, typisch für Profumum Roma. Und ja, was nervt mich jetzt an dem Ding? Hier haben wir ja den Flakon, ihr seht das, ne? Und dann haben wir hier dieses Deckelchen und das kann man hier so aufschrauben. Und dann ist da drunter noch so eine Blombe, was ich eigentlich clever finde, weil dann verdunstet es nicht so schnell. Aber dann muss ich aus dem Karton noch den Zerstäuber holen. Der ist auch qualitativ gar nicht mal so toll. Dann schraube ich den auf, dann ist der erst schräg drauf, dann schraube ich den mal runter, schraube ich gerade drauf. Dann spult man sich ein, schraubt den Zerstäuber wieder ab, muss den dann noch abwischen, weil das so ölig ist, wieder alles in die Box packen, Blombe drauf, zuschrauben. Und das dauert einfach ewig. Und deswegen greife ich nie zu diesem Duft. Jetzt kann man natürlich sagen, pass mal auf. Stell dir das Ding doch einfach mit dem Zerstäuber drauf in dein scheiß Badezimmer, am besten direkt ans Fenster, riecht dann irgendwie nach 1,5 Jahren wie eine Flasche Essig, aber egal, dann kannst du ihn wenigstens jeden Tag benutzen. Und dann muss ich sagen, sorry, mein innerer Monk zwingt mich dazu, das wieder in die OVP zu tun. Ich habe nur zwei Möglichkeiten, entweder ich kaufe mir diesen überteuerten 18 Milliliter Flakon da für 99 € oder ich fülle mir mit dieser Pipette da irgendwie was ab. Beides ist nicht optimal. Ja, ich möchte einfach einen Duft, der so teuer ist, einfach easy benutzen können. Naomi Good Sir, die haben das auch gemacht. Die haben diese Schraubflakons irgendwann auch ersetzt, diese Aufschraubzerstäuber, ja, und haben jetzt einfach immer einen festen Zerstäuber drauf, weil das für die Anwendung besser ist. Ja, das ist so ein bisschen Artifati und so und ist ja auch geil, dass man da irgendwie da immer noch so zusammenbauen muss und so. Aber ich will da nicht basteln, ich will das Ding benutzen, gerade morgens, wenn ich ein bisschen in Eile bin und ich greife nie zu diesem wunderschönen Duft, weil mich dieses Packaging einfach in den Wahnsinn treibt. Das ist super schade, nervt mich ein bisschen. Der zweite Duft, den wir uns heute angucken werden, ist von Imaginary Authors und das ist hier der Bull's Blood. Ihr seht hier den Matador mit den Rosen. Statt eines Kopfes steht er dort. Der Duft ist auch richtig dunkel, ja, so richtig blutrot, braun fast schon. Und da ist jetzt Rose drin, Blutnoten, Tabak, schwarzer Amber, Patchouli. Geht so ein bisschen in die Richtung But Not Today. Noten sind wahnsinnig toll getroffen. Also ich muss sagen, das ist ein Duft, der so authentisch riecht und auch wirklich nach Blut. Ich glaube, wenn man kein Blut riechen und sehen kann, dann wird einem hier ganz anders. Also es ist sehr, sehr, sehr authentisch und das finde ich auch toll daran. Also es ist ein Konzeptduft, schön ist der nicht, aber radikal und das, was man kriegt, also wenn man einen Duft kauft, der Bull's Blood heißt, dann, und man kriegt das hier, dann ist die Erwartung absolut erfüllt, muss man halt wollen. In dem Fall wollte ich, weil ich finde diese Konzeptdüfte toll, selbst wenn man die jetzt nicht so viel trägt oder in dem Fall fast gar nicht wahrscheinlich, ist es ein toller Duft. Warum der jetzt hier in der Liste ist, ist die Performance. Die ist nämlich zu doll. Das ist einfach geisteskrank. Ich weiß nicht, was die hier zusammengemischt haben. Ich habe den aufgesprüht, dann hat er mich irgendwann genervt, dann habe ich versucht, den abzuwaschen, dann habe ich nochmal versucht, den abzuwaschen. Du kannst, der steht so im Raum, du kannst dir die Bude abreißen, das wirst du ja auch oft genug versuchen hier in diesem Haus, und kannst komplett neu bauen und der Duft wäre immer noch da. Also wenn ihr Lust habt, einen Duft zu haben, der wirklich hält wie Pateks, kauft euch den. Ihr riecht dann halt eine Woche wie ein abgeschlachteter Stier, aber gut, immerhin halten tut er. Das ist mir persönlich ein bisschen zu doll. Nichtsdestotrotz finde ich krass, wird auch, wie gesagt, hier in den Videos nochmal auftauchen, weil finde ich irgendwie... Dafür, also für das, was er machen soll, ist der geil, aber ein bisschen zu doll. Also da spritzt schon sehr viel Blut.
Als nächstes kommt ein Duft. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Kommentar, der jetzt sagt, ich finde den super. Und da sage ich euch eins, da sind wir einer Meinung. Ich finde den nämlich auch super. Es geht um den Blonde Amber von Clive Christian. Ja, den König der Amberdüfte hier mit der Krone. Wunderschön. Und was soll ich sagen? Der Duft ist perfekt. Der ist super toll. Es ist ein relativ heller Amberduft. Man hat einfach was Florales. Sobald ihr daran riecht, kommt auch diese Tuberose schon mit heller Tabak, getrocknete Früchte. Das ist ja, klar hat er auch diese harzigen, süßen, bisschen klebrigen Noten, aber der hat halt auch dieses helle, leuchtende und das macht ihn einfach zu einem ganz, ganz außergewöhnlichen, besonderen Duft. Warum der jetzt hier in der Liste ist und warum ich den jetzt nicht nochmal kaufen würde? Der Grand Soir von MFK, das ist bei weitem kein schlechter Duft. Das ist auch ein ganz, ganz toller Amberduft. Ein bisschen anders am Anfang mit dem Lavendel, ein bisschen würziger, aber im Drydown kommen die sich schon nahe. Und da finde ich hier einfach den zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Der MFK, wie gesagt, ist auch kein billiger Duft. 70 Milliliter kosten, glaube ich, auch so um die 185, 190 Euro. Hier kosten dann die 50 Milliliter 550 Euro. Und da muss ich schon sagen, ist er das mehr wert? Ich weiß nicht. Also wenn man sagt, ich will unbedingt einen Clive Christian oder ich habe noch gar keinen Amberduft oder ich bin, was weiß ich, Millionär, arbeite im Family Office, mir gehört eine Reederei oder so oder ich will heiraten und will einen ganz besonderen Duft, dann kann man den kaufen. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Und ja, der hat auch was Besonderes, aber ich sag mal, diesen Preisgap, um den zu rechtfertigen, ob er so viel anders ist als ein Grand Soir, da muss ich sagen, zumindest aus meiner Warte nicht. Da würde mir persönlich so für den Daily Use ein Grand Soir völlig reichen. Klar, wenn ihr den jetzt aus einem bestimmten Anlass kauft, probiert ihn auch gerne mal aus, ist ein total toller Duft, aber er ist jetzt nicht so viel besser, wie viele sagen. Er ist gut, aber naja. So, also wie gesagt, toller Duft, aber Preis-Leistung kann man mal zur Diskussion stellen. Jetzt kommen wir zu den Düften, die habe ich gar nicht mehr hier, die müssen wir einblenden. Die sind jetzt auch nicht super scheiße. Ne? Das sind jetzt nicht so Düfte, wo man denkt, fuck, 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 fuck. Fuck! Fuck, 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 auf! Aber es sind schon Sachen, von denen ich mich dann irgendwann wieder getrennt habe, weil ich gedacht habe, naja, irgendwie, also so warm wären wir miteinander nicht. Und der erste ist von Nishane, der Unu Tamam. Unu Tamam heißt, du wirst nicht vergessen. Und vergessen habe ich ihn auch nicht. Ich habe ihn leider auch nicht in so guter Erinnerung. Ist ein Miguel Matos Duft und damit sind das schon mal zwei Kriterien, die ich eigentlich gut finde. Nishane finde ich gut, Miguel Matos finde ich gut. Aber der Unu Tamam ist ein kräutriger Duft mit Oregano, Minze. Ja, ich glaube, da ist auch so nicht Stechwacholder, aber Wacholderbeere, irgendwie sowas in der Richtung ist da mit drin. Amber, Eichenmoos, Bibergeil, Karamell, Zistrose, also auch was Rauchiges. Und was soll ich sagen? Das Opening ist noch spannend. Das ist irgendwie so süß-kräutrig, riecht so ein bisschen fast wie Leder, Benzin, sehr ölig, ein bisschen lakritzartig. Und dann kommt irgendwann dieses Bibergeil und rasiert einfach über alles drüber. Und das macht ihn dann irgendwann auch unangenehm, weil er dann so monothematisch wird und einfach wirklich unangenehm riecht. Ich finde den geil dafür, dass der so radikal ist, auch dass Nishane den weiterhin verkauft, in dieser Experimental Collection, dafür ist ja auch Nische da, so Extreme auszuloten. Es wird bestimmt Fans davon geben, auch gerade diese Mischung aus Karamell, Animalik und kräutrigen Noten ist spannend. Für mich war das leider on the long run nix. Also ich habe den ein paar Mal getragen und dann irgendwann gesagt, nee, das geht nicht, der nervt mich, wenn ich den rieche. Irgendwie je länger ich den drauf habe, desto schlimmer fand ich den, deswegen ist der hier auf der Liste. Tut mir leid an der Stelle. Bestimmt ein spannender Duft, aber nicht für mich. Aber wie gesagt, vergessen werde ich ihn nicht. Als nächstes ein Duft von einer Marke, da bin ich mal gespannt. Es geht um Vapormundum und den Aura. Ne? Das ist ja vom Joschka Klee hier, diese Marke, auch viel auf YouTube gefeatured, viel gelobt und so. Und erstmal muss ich sagen, Respekt, dass man das macht, sich das Parfümieren beibringt, dann Düfte rausbringt, ja, irgendwie Packaging, Branding und das alles irgendwie in dem Alter, ziehe ich total meinen Hut, finde ich absolut großartig, ist wahrscheinlich deutlich, deutlich anstrengender, als hier so ein blödes Labervideo zu machen und jetzt irgendwie den Duft schlecht zu reden, was ich auch, wie gesagt, nicht will. Der Duft ist bestimmt für viele Leute total geil, gerade wenn man so Kirschdüfte mag, kann das ein Duft sein, den ihr mal ausprobieren solltet. Auf meiner Haut hat er leider nicht besonders gut funktioniert. Einmal war er nicht so wahnsinnig haltbar und auch so die Projektion war nicht so gut, was mir, wie gesagt, eigentlich nicht so wichtig ist, aber da war schon sehr dead on the skin und mir hat leider auch die Entwicklung nicht so gut gefallen. Der wird durch das Labdanum und Patchouli dann so sehr, ja, ich sag mal fast so ein bisschen muffig, stumpf, eindimensional, dunkelschokoladig und am Ende kriegt er fast so ein Oldschool Chypre Eichenmoos Drydown. Mag sein, dass er bei anderen Leuten anders ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass die anderen beiden Düfte total toll sind. Klingen ja auch beide spannend. Aber der Aura, also meine Aura war es leider nicht. Ich habe mir den gekauft, um den auszuprobieren, weil ich so viel Gutes drüber gelesen habe. Und wie gesagt, die Kirsche, so die erste halbe Stunde ist auch echt schön. Aber dann wird der an mir leider einfach super muffig und dann rieche ich einfach zu sehr nach Grabkammer. Und da habe ich nicht so gefühlt. Trotzdem, Respekt, ist bestimmt eine geile Marke. Der Aura war trotzdem für mich ein Duft. Der musste leider weiterziehen. Als nächstes
haben wir von der Marke The Merchant of Venice den Red Potion. Dazu muss ich sagen, Merchant of Venice habe ich mal ein paar Flakons gekauft, testweise, für den Kanal, weil ich gedacht habe, super. Die sind zwar der Originalpreis der UVP ist immer relativ hoch, aber die kriegst du an jeder Ecke hinterhergeschmissen. Machen wir uns nichts vor. Und ich dachte, für so ein Value for Money Video nehme ich die mal mit rein. Ihr kennt die vielleicht, das sind die mit dieser, ja, so ein bisschen vasenförmig sehen die aus. Und auch eher so in die femininere Richtung. Die haben auch maskuline Düfte, aber die bekannten, ne, dieser Arabesque und so wie die heißen, das sind ja meistens diese in dieser Vasenform. Und der Red Potion soll so ein bisschen in die Richtung gehen wie Baccarat Rouge. Finde ich jetzt erstmal spannend, einfach um zu gucken, gibt es da eine günstigere Alternative? Und ich kann an der Stelle sagen, nein, leider nicht. Der fing auch so ein bisschen süß, blümelig an und so, aber dann kriegt er so eine ganz komische Schwitznote. Und zwar nicht so eine geile, erotische Animalik, sondern wirklich was stört, was unangenehm ist. Plus, ich muss auch sagen, ich fand die Flakons echt nicht so geil. Ne? Also aus der Ferne kann man ja, ist ja auch Geschmackssache, noch sagen, ist ganz hübsch, aber der Deckel ist so aus Plastik und irgendwie, mich hat das sehr so an diese Spirit of Dubai Sachen erinnert. Da ist dasselbe Ding. Ich weiß nicht, wie man so viel Geld für Parfum nehmen kann und so beschissene Flakons machen kann. Also diese normalen sehen ja einfach aus wie so ein schlechtes Rasierwasser irgendwie vom Butni, aber gerade diese teuren, wo dann diese Rose oder diese Muschel oben drauf ist, das ist ein Kitsch. Das sieht wirklich aus, als hätte das in den 70ern auf dem Trödelmarkt gekauft. Furchtbar. Egal, darum soll es nicht gehen. Die Düfte sind vielleicht auch super. Ich will da auch niemanden angreifen. Mir haben die Flakons überhaupt nicht gefallen und so ist das leider bei Merchant of Venice auch. Und der Red Potion auch kein Äquivalent zu Baccarat Rouge. Von daher, ich glaube, ne, die haben ihre Düfte, die werden hier auf dem Kanal aber vermutlich nie stattfinden, weil so doll fand ich sie dann nicht. Dann als nächstes haben wir von einer Marke, die ich so schätze und so gut finde, leider auch einen Duft, den ich wieder verkauft habe. Da habe ich mir einen Restflakon bestellt und zack ging der wieder raus. Ich habe den 2 Tage getragen und gedacht, nee, das ist es nicht. Es geht um den Brown Flowers von Diers & Durga. Ja, und das sind ja immer so Düfte, die gefallen mir einmal so von der Formsprache und dieses Storytelling drumherum. Aber das war wirklich ein Duft, der riecht wie abgestandenes Blumenwasser. Das soll ja so ein bisschen auch so sein, so welke Blumen, braune Orchidee, Kaffeeblüte, Kaffee, bisschen Wurzeln, so alles so ein bisschen angebraunt, angegraut. Aber ey, da hole ich mir statt Brown Flowers einfach lieber Black Orchid. Also das ist ein strahlender, toller, dunkler Orchideenduft, der super schön ist. Klar ist der designerig, aber ich kann euch das gar nicht sagen, dieser Brown Flowers, der war erstmal die Performance unterirdisch, das ist ja bei Diers & Durga oft so ein Ding, dass die eher ein bisschen körpernäher sind, das war bei dem auch, das ist gar nicht mein Problem. Aber der war wirklich wässrig, der roch einfach nicht schön, ganz leicht Orchidee und danach dann halt irgendwie, was weiß ich, kam da halt so ein bisschen, ja, wie gesagt, wie so abgestandenes Wasser so ein bisschen. Mir hat der überhaupt nicht gefallen und den kann ich leider an der Stelle nicht empfehlen, war jetzt für mich weder eine Hommage an die 70er noch auch der irgendwie gut nach Orchidee. Also ja, man riecht eine Orchidee, aber keine schöne, da würde ich immer die schwarze Orchidee vorziehen. Dann ein Duft, der kommt von Essential Parfums und es ist der Divine Vanille. Das tut mir jetzt leid, weil Essential Parfums hat tolle Düfte, Fig Infusion, Bois Imperial, kann man auch sagen, ne? Also wenn es nur noch Preis-Leistung geht, ist der Bois Imperial wahrscheinlich sogar besser als der Ganymed. Ich finde es ja auch immer cool, dass die Original-Parfümeure dahinter stehen und hier beim Divine Vanille haben wir halt quasi einen günstigeren Harrod, ist auch wieder Olivier Picheux, der den gemacht hat. Und dem fehlt leider alles, was der Harrod ganz gut macht. Ich bin eh kein Parfüm de Marly-Fan, aber den Harrod habe ich hier als 75 Milliliter, wollte ihn einfach mal ausprobieren. Der hat ja dieses Pepperwood und das ist so dieses pfeffrig-zimtige mit diesem Tabak, was so eine leichte Rauchigkeit gibt. Und das fehlt dem Divine Vanille. Und dadurch wird das einfach ein relativ generischer, langweiliger Vanilleduft. Die Marke an sich, mega geil. Ich bin auch sehr gespannt auf diesen neuen Dominique Robion Duft von Essential Parfums, diesen Iris-Duft. Aber beim Divine Vanille, wenn ihr den habt, trotzdem kein schlechter Kauf. Versteht mich nicht falsch. Ne? Der macht nichts verkehrt. Das ist Value for Money. Der ist ja nicht so teuer und dafür macht er schon einiges richtig. Ich persönlich würde halt immer da in dem Fall, wenn man so eine DNA unbedingt möchte, den Aufpreis zum Harrod, dann kauft man sich einen 75 Milliliter Harrod und dann ist es auf jeden Fall besser angelegt aus meiner Sicht als von Divine Vanille. Den fand ich ein bisschen unspektakulär. Dann kommen wir zu einem Duft, den, bevor ich so meinen ersten richtigen Nischenduft, den Baraonda hatte, habe ich den Santal 33 von Le Labo gehabt. Den hatte eine Arbeitskollegin immer und ich fand den super. Ich habe den immer an der gerochen, dachte, geil, den musste haben, habe ich mir den gekauft. Und das hat mir auch das erste Jahr echt getaugt. Und irgendwann wurde der nicht nur so ein bisschen sticky auf meiner Haut, also irgendwie hat er sich so ein bisschen, ja, fast ein bisschen klebrig angefühlt, sondern der kriegt auch so eine unangenehme Pferdestallnote. Also jetzt nicht schön, so animalikmäßig, sondern wirklich einfach unangenehm. Dann habe ich gedacht, gut, vielleicht ist das Ding einfach gekippt, bin ich ins Alsterhaus geeiert, bin da so eine Probe geholt, habe gegengerochen. Nee, war einfach so. Keine Ahnung, entweder hat sich was an meiner Hautchemie geändert oder so. Auf jeden Fall fand ich den überhaupt nicht mehr schön. Die DNA mag ich, deswegen habe ich auch diesen Maison Crivelli, diesen Papyrus Moleculaire, aber der Le Labo, der Santal 33, den habe ich dann irgendwann wieder verkauft, weil wie gesagt, der roch an mir einfach nicht schön und jetzt sind die Preise auch so hoch gegangen, ich würde den auch nicht nochmal kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen an der Stelle. Ist bestimmt für viele ein toller Duft und wie gesagt, an der Kollegin roch der auch super, an mir war der leider nicht so schön.
zuletzt ein Duft, ja, und da muss ich euch jetzt sagen, es tut mir leid, muss ich gestehen, ich habe mir tatsächlich einen Born to Stand Out Duft gekauft. War im Angebot, war sehr günstig. So. Und da merkt man wieder, man lässt sich immer so verleiten, Düfte zu kaufen, auch blind zu kaufen, nur weil die günstig sind. Und das hat mir auch mal wieder gezeigt, blöde Idee, besser nicht machen. Auf jeden Fall habe ich, wie gesagt, für deutlich unter 100 € den Sex in Cognac gekauft, weil der klang auch eigentlich ganz gut. Gut, der hat eine 5,9 Bewertung, da hätte man schon skeptisch werden können, aber Hamid Mirati Kashani, ne, ist der Typ, der den Layton gemacht hat, den Altair, der kann schon Parfümerie, so. Und dann Leder, Papyrus, Rauch, Oud und Cognac, so ein bisschen was Boozy-mäßiges. Finde ich geil, habe ich richtig Bock drauf gehabt. Hab den aufgesprüht, Maggi, riecht nach Maggi. Also ja, ist auch ein bisschen Rauch, vielleicht so ein bisschen trockener Vetiver, aber basically riecht das Ding nach Liebstöckel und zwar wirklich komplett. Das ist so, als wären die zu dem Mirati Kashani gegangen, hätten gesagt, du, pass mal auf, hast du irgendwas Halbfertiges? Es muss auch gar nicht sein, dass der fertig ist, muss auch nicht gut riechen. Gib einfach her, wir wollen deinen Namen draufschreiben, Hauptsache ein großer Name vorne drauf. Sie werben ja auch immer damit, every fragrance is perfect in its own unperfect way oder dieses komische, if it smells good, does it even matter? Also das, was die als Neupreis ausrufen, irgendwie, was weiß ich, 180, 190 €, da soll es schon gut riechen. Und das war wirklich underwhelming. Also ich fand den weder boozy noch irgendwie ledrig. Wie gesagt, war ein Maggi-Duft, also ich glaube, weder Sex noch Cognac bekommt man da mit. Kann ich an der Stelle leider auch nicht empfehlen. Aber wie gesagt, ich warte drauf. Vielleicht sitze ich irgendwann mal und zeige euch einen Born to Stand Out Duft, wo ich sage, der ist total geil. Der Sex in Cognac war es auf jeden Fall nicht. So, das soll es jetzt gewesen sein an der Stelle. Ich hoffe, ich bin jetzt hier keinem auf die Füße getreten. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Düfte ihr nicht nochmal kaufen wolltet, was für euch so Blind Buys waren, vielleicht sogar, wo ihr gesagt habt, oh, die bereue ich. Oder wo ihr mir jetzt total widersprecht. Ich freue mich auf jeden Fall bei Lob, Kritik und Anregung. Und wenn euch das Video gefallen hat, was ich jetzt mal hoffe, ja, dann lasst doch gerne ein Like da, gebt dem Kanal ein Abo, das hilft mir und dem Algorithmus. Ja, dann kriegen wir vielleicht die 1000 Abos jetzt bald voll. Und guckt, was sonst noch auf dem Kanal so los ist. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und sage bis dahin alles Liebe, alles Gute und tschüss.